Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Heute kommt das Antwortvideo auf das Video, wo ich euch Fragen gestellt habe, Q&A-mäßig so. Und ihr konntet ein paar Fragen stellen, die euch so auf dem Herzen lagen. Ich beantworte die und das Ganze nehmen wir das hier so als Videoformat einfach mal so mit, ne, was euch so interessiert über Shakes and Fidget. Oder meine Person oder was weiß ich, ne, stehe ich auf jeden Fall Rede und Antwort und von daher, ja, würde ich mal sagen, starten wir mal direkt rein mit der ersten Frage. Und zwar fragt der Slimy, welche Klasse magst du in Shakes and Fidget am meisten und welche am wenigsten? Ja, also welche Klasse ich am meisten mag, das sieht man, glaube ich, hier schon ganz gut im Hintergrund. Und zwar ist es der Magier. Ja, das ist halt eben die Klasse, für die ich mich zum Anfang entschieden hatte, als es nur die ersten 3 gab. Mittlerweile gibt es ja bedeutend mehr. Und jetzt ist die Auswahl natürlich auch dementsprechend größer. Damals hat sie mir halt eben von den 3 OG-Klassen mit am besten gefallen. Aus dem Grund, weil ich auch in anderen Spielen immer so den Damage-Dealer gespielt habe. So. Ja, jemanden, der so Spells castet, ne, so ein bisschen mit Magie umherwirbelt. So, das war immer so meins gewesen. Mochte ich mehr als zum Beispiel mit Bogenschießen oder irgendwie so tanken oder sowas. Ne. Ich war dann mehr so der dann die Zaubersprüche den anderen ins Gesicht gedrückt hatte. Und das hat sich eben auch auf das Game hier dann so ja, weiter ausgewirkt und war auch hier dann eben so die Entscheidung gewesen, ey, ich nehme hier den Squishy Damage Dealer und deswegen ist für mich der Magier auf jeden Fall die Klasse, die ich am liebsten mag. Die Klasse, die ich am wenigsten mag, ist es schwer zu definieren, weil ich jetzt keine Klasse so richtig hasse, abgrundtief, aber wenn ich mir jetzt eine aussuchen müsste, wäre es wahrscheinlich der Bade, muss ich sagen. Ja, nicht, weil die Klasse irgendwie schlecht ist oder so, sondern weil sie mir von ihrem Skillset her, von ihren Fähigkeiten jetzt nicht so gut gefällt, wie mir andere Klassen gefallen würden. Und deswegen, ja, wenn man jetzt so ausselektieren würde, wäre jetzt, glaube ich, so der Bade die Klasse, die ich, glaube ich, am wenigsten enjoye von den Klassen, die es momentan so gibt in Shakes and Fidget. Genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar schreibt hier der ZRC nochmal Klassenranking bitte. Jo, kann ich machen. Ist nur die Frage, wonach soll ich gehen? Soll ich nach meinem persönlichen Empfinden gehen? Soll ich danach gehen, welche Klasse PvP stark ist, welche PvE stark ist? Ja, genauer definieren da auf jeden Fall. Das ist noch relativ ungenau. Ansonsten schöne Grüße auf jeden Fall. Nächste Frage. Wo siehst du Shakes and Fidget in 5 Jahren? Denkst du, dass sie es schaffen werden, durch gute Content-Updates die Langzeitspieler zu halten? Liebe Grüße, schreibt hier der Civilian. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall zurück auch an dich an der Stelle hier. Interessante Frage. Kommt in letzter Zeit öfter auf so, weil die Spieler natürlich sehen, okay, die letzten Jahre kam jetzt nichts mehr, es wird immer mehr fürs Early Game getan, auf Late Game wird mehr oder weniger so geschissen, es wird nicht viel Wert drauf gelegt. Ein Thema, was wir schon jetzt ja häufig in letzter Zeit auch geführt haben, hier auf YouTube oder in Streams und so, und von daher gerechtfertigte Frage auch an der Stelle. Ich persönlich, ohne jetzt zu viel euch, ja, verraten zu dürfen, also ich darf es halt nicht so, ne, kann aus meiner Perspektive nur so berichten. Ich war ja jetzt auch mehrmals da gewesen. Ich sehe, woran sie arbeiten. Ich sehe, wie weit voraus sie arbeiten. Also es ist nicht nur, dass jetzt so, keine Ahnung, bis zum Ende des Jahres geplant wird, sondern, ne, wie weit sage ich jetzt auch nicht, aber es wird auf jeden Fall schon weiter geplant, als wahrscheinlich der ein oder andere von euch das denken würde, so, ne? Und das alleine gibt mir schon mal erstmal gute Hoffnung. So, dann sehe ich halt gewisse Features in Zukunft auftauchen, wo ich sagen könnte, okay, das könnte das Game schon revolutionieren nochmal. Allerdings will ich mich da auch mittlerweile nicht mehr auf irgendeine Seite stellen und sagen, boah, das wird der Mega-Shit, ich bin so gehypt. Innerlich freue ich mich da drauf, aber ich weiß halt eben auch, okay, ich habe mich auch auf den World Boss sehr gefreut. Und als das Ding dann released worden ist, hat man ja gesehen, wie es ankam in der Community. Deswegen lehne ich mich da mittlerweile nicht mehr zu weit aus dem Fenster. Ich sage nur, da kommt was.
man sollte auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten, so, oder gespitzt, ja. Das kann sich definitiv lohnen. Wie das Ganze umgesetzt wird, ist halt immer nur die Frage, die ich euch auch leider nicht beantworten kann, was wir halt denn sehen müssen, so. Aber alleine von der Theorie, was da kommen könnte, so, ne, woran da gearbeitet wird, ist schon sehr geil, ne, ist sehr geil. Aber wie gesagt, immer mit Vorsicht genießen, weil wir wissen nie, wie es dann am Ende umgesetzt wird, ja. Schöne Grüße auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal zum nächsten, und zwar der gute Leander. Immer wieder einen Kommentar geschrieben. Leander, schöne Grüße. Wie lauten deine Adresse, Telefonnummer und Kreditkartendaten? Kann man dich für einen Kochstream buchen? Ja, also meine Adresse lautet, ist natürlich eine sehr, sehr indirekte Frage hier. Ja, Dankeschön, Leander. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Und ja, mich für einen Kochstream buchen will man, glaube ich, nicht, weil wenn ich den Kochlöffel schwinge, da wächst auch kein Gras mehr. Da bleibt auch keine Suppe trocken. Da ja, ist die Suppe versalzen dann. So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar der gute Tracking Money. Grüß dich, Dorza. Ich frage mich, mit welchem Server sich AM1 fusioniert. Schon der nächste oder erst mit EU17? Oder worauf kann man sich eventuell einstellen? Liebe Grüße. Ja, also das scheint wohl, dass du eventuell auf AM1 spielst. Ist ein Server, den ich gar nicht auf dem Schirm habe. Ich weiß auch nicht, was mit dem Server so passiert. Wir hatten uns da mal irgendwann einen Test-Account drauf gemacht. Mal gucken. Ja, den finde ich sogar noch hier. Ich kann dir nicht sagen, womit der fusioniert wird oder ob der fusioniert wird auch mit anderen Servern. Ich kann es mir vorstellen so, dass der eines Tages hier auch mal mit anderen Servern fusioniert wird. Müsste man ungefähr mit den Servern dann vergleichen, die aus einem ähnlichen Zeitfenster kommen, um es fair zu machen. Ja, also ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wann AM1 released worden ist, aber wenn man sich das mal raussucht, kann man dann ungefähr vergleichen, welche Server da dann auch rauskamen. Und dann kann man eventuell damit rechnen, dass die Server dann auch zusammengelegt werden, einfach der Fairness halber. Das ist jetzt das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ansonsten, ja, ist AM1 halt mit der inaktivste Server, den es halt gibt in ganz Shakes and Fidget Zone. Ne? Ja, schöne Grüße auf jeden Fall. Halte durch. So, dann als nächstes haben wir It's Brilliant, auch schon Ewigkeit mit dabei. Grüß dich. Kannst du mal Metin 2 oder Black Desert Online spielen, bitte? Ja, schöne Grüße. Metin 2 ist auch ein Thema, was häufiger auch, ja, jetzt nicht auf YouTube hier so aufkommt, aber in den Livestreams sehr häufig aufkommt, weil Metin 2 ist halt ein Game, was mich auch in meiner Kindheit begleitet hatte und wir haben da häufig drüber geredet, deswegen, ja, wahrscheinlich auch hier der Vorschlag. Ich liebäugle des Öfteren damit, Metin 2 mal wieder anzufangen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ich will mir die Nostalgie nicht zerstören, aber eigentlich ist es bei mir der zeitliche Faktor, wo ich sage, okay, ja, das schaffe ich im Moment einfach gerade nicht zu spielen. So, ne, ein RPG anzufangen, so ist halt wirklich ein MMO. RPG ist halt extrem zeitintensiv und ja, die Zeit habe ich leider nicht. Ansonsten wäre ich da, glaube ich, mal reingegangen zum Reinschnuppern so. Aber ist auch ganz gut, dass ich im Moment gerade keine Zeit habe dafür noch abseits irgendwie. Ich habe leider überhaupt keine Zeit, andere Variety-Games so zu zocken, abseits von Shakes. Das ist wirklich sehr schade. Ja, hätte ich eigentlich mehr Bock drauf so. Aber ja, es ist halt einfach, ne, der Tag hat nur 24 Stunden. Wow, wieder nur einmal Gold gedreht hier ich drehe durch. Tag hat nur 24 Stunden. Du bist so deine 9 bis 10 Stunden, jetzt mit allem drum und dran, halt auf Arbeit so, mit Hin- und Rückweg und sowas. Dann vielleicht noch 2 Stunden beim Sport, wenn ich dann noch irgendwie 3 bis 4 Stunden live bin und noch ein Video mache für den Tag, dann ist der Tag over. Ja, dann schaffe ich da nicht noch Variety zu zocken. So. Das ist halt leider das Problem. Dafür müsste man vollberuflich Streamer sein, dann würde ich euch mit Variety-Content voll klatschen. Würde ich so jeden Tag so meine 4 Stunden SF machen und dann Variety-Content so ein bisschen chillen halt einfach, ne? So Metin 2, Sea of Thieves, das sind so die Games, die ich glaube ich zocken würde dann. Genau, ja, aber im Moment nicht. Vielleicht eines Tages, mal gucken, wo die Zeit und Zukunft uns so hinführt, aber im Moment sehe ich das leider nicht. Wie viele Accounts sind nicht in den Favoriten? Adi, schöne Grüße. Ja, ein paar. Also auf jeden Fall einige. Ja, wie viele sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21, 28. Ja, über 30 auf jeden Fall. Ne?
Das sind so meine Scouting-Charts sozusagen, wenn ich mal irgendwo rauf gucken will. Ja, schöne Grüße. So, dann haben wir hier Strider. Oh, hello, my man. Strider. Good day. Tell us your favorite story about Shakes and Fidget. Your favorite memory in the game, in-game, and what would you have changed if you had to do it all over again? Additionally, who do you miss the most that used to play the game? Oh, who I miss the most that used to play the game is the Golden Pain. He was a German Shakes and Fidget creator as well, like like me, and we both was on a very good, what is it called in English? We had a very good connection to each other and the same humor, and he was like editing the videos back in the days 2018, 19. This time around, we recorded a lot of content each together from epic events, and yeah, I miss him. He's a really nice dude, and I would love to talk with him again and play Shakes and Fidget. Yeah, and my favorite story about Shakes and Fidget is this is about my old or my first guild. I was playing the first in Höllschreiswille. Höllschreiswille is a guild from my friends, and my friends bring me to Shakes and Fidget back in 2014, and yes, 3 or 4 friends of mine played the game and was in this guild right here. Maybe I can find this old guild on the server. Yeah, it's right here, Höllschreiswille. Mörchen, wow. Yeah, Mörchen, Bauzaun was a leader back in the days. And yeah, this guy right here, Corosive, yeah, his real name is Andy. He brought me to Shakes and Fidget. This guy is the reason why I'm playing Shakes and Fidget today. And we had a cool story with this guild. 2015 we had a Shakes and Fidget WhatsApp group, and we had like 45 friends in this guild. So real friends, real life friends. Yeah. And we one day we had a guild meeting because the most of us was located at the same city, and at one evening I recorded a video about this topic, and I showed a picture right there. We was eating in an Asian restaurant, and we watched our one of our last raids that we have. I don't know, like raid 48 or 49 or something like that. And yeah, one of our friends was one of our friends had a laptop, and he bring that laptop with him to the Asian restaurant, and he placed it at the very end of the table. And then we was like, I don't know, 20 people or something like that, 20, 25, I don't know exactly anymore, it's a long time ago. And we all placed our tables together to had a long line with our friends and watched the raid while we eating the Asian food. And yeah, this was a really nice vibe at this moment. And yeah, a lot of people around us was looking at us like, what the fuck are these nerds doing? And we was like, yeah, this is the real shit right here, yeah. And yeah, this is one of my favorite stories about Shakes and Fidget, and a really nice experience. So yeah, this is a story that I tell really often because it's really nice. Yeah, my favorite memory in game, I think, was the
I don't know. This is a hard one. I guess one of my favorite moments was like not too long ago when I reached the 6th Zero Death run to achieve the golden the golden trophy, and yeah, we had a 24-hour live stream and I achieved it in like, I don't know, 10 hours. I don't know exactly anymore, but yeah, this was a really nice moment in game. Yeah, greetings to you, Strider, and keep up your good work, my man. Okay, Digga, danach so eine Frage, wann OF? Das ist jetzt die Frage danach, ja? Wow. Ja, wann OF? Ja, keine Ahnung, wenn es mit Shakes nicht mehr läuft oder so, dann müssen wir in OF rein. Da machen wir dann nice Food-Content oder so, ne? Also nicht Food, sondern Footage. Feed-Footage. Okay, wenn du dir ein anderes Spiel aussuchen könntest, welches auf deinem Kanal richtig gut laufen würde, welches wäre es? Der Fanatics, Grüße auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall ein Game, was ich auch lange Zeit enjoyen würde, weil ich das ja dann mehr oder weniger damit dann mein Geld so ein bisschen verdienen würde. Auch so ähnlich wie Shakes jetzt halt eben auch, nur halt eben nebenberuflich, ne? Wenn es richtig gut laufen würde und ich da lange Zeit drin verbringen müsste, beziehungsweise, ja, was heißt müsste, aber es läuft so gut, dass ich halt einfach darüber Content mache. Ich glaube, wo man sich sehr lange drin aufhalten kann, ist halt GTA. Also wenn jetzt irgendwie GTA 6 kommt, ne, dann wäre das, glaube ich, ein Ding, was man problemlos mehrere Jahre zocken kann, ohne dass es langweilig wird. Ja, also gerade wenn dann noch Updates kommen, Erweiterungen, RP irgendwie noch mit dazu kommt oder so. Das wäre, glaube ich, was, da würde ich mich drin sehen. Aktuell würde ich, glaube ich, eher sagen, eins der Spiele, die ich davor genannt hatte, Sea of Thieves oder Metin 2, wenn das richtig gut laufen würde, kann man in den beiden auch gut Zeit lassen, gerade in Metin auch. Und ja, das sind halt auch Games, die ich auch sehr feiere. So, ne? Also da würde ich auch drin aufgehen, auf jeden Fall. Ja, so sieht's aus. Das war auch die letzte Frage jetzt tatsächlich, ja. Also mehr gab es jetzt nicht. Und genau. Das waren jetzt so alle Fragen zu dem Video, ja. Ansonsten können wir in Zukunft vielleicht sowas nochmal machen, wenn euch das Format gefällt, ja. Aber ansonsten bin ich erstmal soweit raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ansonsten sehen wir uns heute im Stream wieder. Wir werden den World Boss noch beenden auf F9. Heute ist ja hier der letzte Tag auf F9. Ne? Seht ihr ja, 12 Stunden noch online. Von daher gehen wir da heute rein. Ja. Bin so ab circa 16 bis 17 Uhr online. So, ne? Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.